und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Es ist wieder der Samstag und ich würde euch gerne zeigen, was ich die Woche alles gehandarbeitet habe. Bis gleich! Ja, ihr seht es, ich habe die Sachen schon mal zurechtgelegt. Es ist etwas Neues dazugekommen und die 3 alten Sachen. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei seid. Es kommt jeden Samstag oder so gut wie samstags immer ein Häkelvideo, wo ich die Sachen zeige, die ich die Woche über gehandarbeitet habe, die ich gehäkelt habe. Und dienstags kommt meistens ein Diamond Painting Video. Nur für euch nochmal zur Info. Und ja, für alle, die wieder mit dabei sind, ganz toll, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben hier 4 schöne Sachen liegen. Ich würde sagen, wir starten als erstes mit ihm hier, mit dem Tuch. Das habe ich gerade in der Hand, sozusagen. Und das zeige ich euch dann einfach gleich mal. Ich lege gerade die anderen Sachen rüber. Die Decke hier hinten dran lasse ich einfach liegen. Die hat jetzt eine schöne Größe. Und ich dachte, so als Hintergrund sieht die doch ganz gut aus. Ja, wir haben hier ein Tuch, was ich aus den Resten von dem Garn gemacht habe, von meinem Pulli. Da hatte ich 2 solche Bobbel. Und hier ist noch halt was übrig geblieben. Und daraus entsteht jetzt ein kleines Tuch. Das ist von den Märchengarnen ein Bobbel. Da. 50 Baumwolle, 50 Polyacryl und der Bobbel ist 4-fach. Das Tuch wollte ich schon sagen, das Tuch häkle ich mit einer 4er Nadel. Nicht wundern, ich habe jetzt eine andere 4er Nadel mit einem Griff oder mit einem Gummigriff. Die hat mir meine Schwester empfohlen und hat mir die hier mal zum Testen gegeben. Denn normalerweise bin ich jemand, ich häkele mit den Nadeln hier ohne Griff, 4 mm. Und ja, ich bin halt hier die normalerweise gewohnt, weil die sind halt ein Stückchen länger, ein Ticken länger und nicht so breit, also liegen mir nicht so breit hier hinten in meiner Handfläche drin. Aber meine Schwester hat gemeint, mit der kann man sehr gut häkeln, also teste ich sie jetzt mal aus. Und da ich gerade das Tuch am Machen war, ich hatte vorher hier die Nadel bei dem Tuch, habe ich es jetzt einfach gewechselt auf diese Nadel. Ja, bis jetzt komme ich ganz gut zurecht. Es ist okay. Es ist für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil mir das hier hinten dann so rein piekt. Oder pieken tut es nicht. Es ist halt ungewohnt. Es liegt halt hinten gegen und wenn man die hier sieht, die geht halt drüber. Bei mir. Ne? Ja. Aber es ist in Ordnung. Man muss sich mal dran gewöhnen. Ich teste es aus und dann sehen wir mal, wie es ist. Ja, das Tuch hier wird mit Stäbchen und diesen halben Muscheln gehäkelt. Also einmal Stäbchen, dann Reliefstäbchen, dann nochmal Stäbchen und das Muster drüber. Ich finde das so ganz schön. Ich habe mich jetzt hier entschieden, doch nur 3 Reihen zu machen und dann nochmal Stäbchen drüber zu machen. Also 3 Reihen, dann das mit dem Reliefstäbchen und nochmal 3 Reihen
Ich finde, das sieht ganz gut aus, wenn ihr es so seht vom Weiten oder beim Liegen hier. Das ist ganz hübsch, finde ich. Wir sind jetzt auch schon von dem Fuchsia Grau mehr ins Fuchsia gekommen. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich werde das Muster so fortführen, also jeweils 3×3. Und dann denke ich mal, ist das ganz gut. Ihr seht es, wir waren hier das letzte Mal und es ist ein bisschen gewachsen. Wir sind hier. Jetzt sehe ich mir hier schon wieder die Maschen auf. Moment. So. Machen wir ihn mal hier ab. Und machen ihn hier fest. Halt, hier. Jetzt muss ich es doch wieder umdrehen. Hier, kommt da rein. Ja, sind wir mal. Schauen wir mal, wie weit wir nächste Woche sind. Die Zunahmen sind immer an der Spitze von dem Tuch und an den beiden Enden werden die Zunahmen gemacht. Und dann kann das Tuch so langsam vor sich hin wachsen. Ja, das war das eine. Dann haben wir noch ein Tüchlein. Hier seht ihr das mal. Das ist jetzt von dem Grau ins Helle gegangen und jetzt sind wir schon bei leicht Rosé mit dabei. Das wird auch in einem Muster gehäkelt. Also einmal Stäbchen, dann Lochmuster, Stäbchen über Kreuz und wieder Stäbchen und dann wieder das Lochmuster. Dann startet das wieder von vorne. Zunahmen sind bei diesem Tuch auch an den Seiten und in der Mitte. Und dann kann das auch so schön fleißig vor sich hin wachsen. Das hier Tuch häkle ich mit einer Dreiernadel. Und die ist auch ein bisschen länger, so dass mich hier das stört mich nicht so stark. Also das geht genau über die Hand. Die Nadel ist bis jetzt sehr gut, läuft sehr schön mit, das Garn gleitet gut drüber. Also genauso super wie bis jetzt bei ihr auch. Aber wie gesagt, das ist eine Dreiernadel und sie hier ist eine Vierer. So, die mache ich mir wieder in meinen Beutel schneiden. Ihr seht es hier, mein kleines Garnknäuel ist schon gut aufgebraucht. Hat ein kleines Löchlein. Und wir sind bald im komplett rosa. Das hier ist ein Garn von der Wollbiene. Hatte ich mir gekauft. Und das hat 1000 Meter Lauflänge. Und es ist so, also die Fäden liegen nicht einzeln, sondern die sind verdreht miteinander. Ja. Lässt sich auch sehr gut häkeln. Ist ein schönes Material. Die ist super weich, die Wolle. Ist Baumwolle. Ist aber super, super weich. Lässt sich schön anfassen. Ist angenehm auch auf der Haut. Also da bin ich auch sehr begeistert von. So, dann waschen Markierer ab. Jetzt haben wir gar nicht geguckt. Aber gut, ist ja nur ein Stückchen dazu gekommen. Ich glaube, da war er.
dann kam dazu. So, machen wir ihn mal hier fest. An unserem Stäbchen. Muss ich mal gerade kurz gucken. Doch so. Na. So. Flupp. Na. Gut, Magnet. Bleibt so. Fertig. So, und dann kann das Tüchlein wie das andere auch im stetigen Muster einfach wachsen. Ich finde so das Muster sehr hübsch. Das ist schön, das ist angenehm. Nicht zu luftig, finde ich. Es ist zwar ein bisschen luftig, ja, aber nicht zu luftig. Ja. Ja, gefällt mir sehr gut. So, der wandert jetzt auch gerade noch mal in sein Zuhause. Dann haben wir hier vor uns liegen die Decke. Da habe ich das Cotton Blend dazu gekauft. Ich hatte euch ja gefragt, was ihr davon haltet, und ja, die Mehrheit war dafür, so wie ich auch, dass ich es dazu kaufe. Ich habe sogar noch dieselbe Partie bekommen, aber in derselben Partie hatte ich jetzt nur noch 4 Knäule bekommen. Schauen wir einfach mal, wie weit das reicht, und dann werden wir es sehen. Das Cotton Blend hat eine Lauflänge, ich glaube von 220, ja, von 220 Metern. Ist geeignet für eine 3er-4er Nadelstärke. Und es ist Baumwolle und Tensil 50-50. Das ist auch sehr schön, da war ich sehr überrascht von dem Garn. Es ist super weich, super angenehm, lässt sich schön verarbeiten, es läuft schön mit. Und ich finde, es nimmt dem Bobbel, der eigentlich der Hauptteil dieser Decke ist, nicht die Show. Also ich finde, das läuft einfach so ganz, ganz toll mit. Hier dürft ihr euch nicht wundern, hier hatte ich ein anderes Garn in der Mitte für den Start, und zwar das Malibu hatte ich da. Das hatte ich mitgebracht aus dem Urlaub, aber wie gesagt nur ein Knäuel. Das habe ich euch in einem Video gezeigt, das kann ich gerne oben mal verlinken. Und dann könnt ihr es euch ja gerne anschauen, wenn ihr da Interesse habt. Und der Bobbel, der mitläuft, das ist hier, jetzt muss ich gucken, hier habe ich noch eine Häkelnadel drin, die muss ich jetzt doch dann langsam mal raustun, sonst macht sie mir alles hinüber. Habe ich die Holla die Waldfee von Miss Pippinella am Etsy Shop. Der hat 1000 Meter und ist dreifädig, sieht schon ein bisschen ramponiert aus. Aber das ist nicht schlimm, er kann noch da drin wohnen. Auch mit der Banderole, das passt schon. Passt so alles wunderbar rein. Die Decke häkele ich mit einer 4er Nadel, und da habe ich hier die ich euch eben gezeigt hatte, nutze ich da. Und die wird immer so dazu gestopft. Fertig ist es. Ja, die wird in einem Muster gehäkelt, aber je nachdem, wie ich halt Lust habe, wird das Muster einfach dran gesetzt. Ihr seht es, ich habe hier in der Mitte mit Stäbchen gestartet, dann mit Reliefstäbchen, dann 3 rein normale Stäbchen, dann mit dem, Moment, ich hol's mal hoch, mit dieser Noppenmasche, wo nur der eine Faden drüber läuft. Dann wieder Stäbchen,
Dann unser V-Muster, nochmal Stäbchen, dann jeweils immer 3 Reliefstäbchen, vordere und hintere, noch einmal Stäbchen und dann unsere Überkreuz und nochmal Stäbchen. Ich werde wahrscheinlich hingehen und jetzt habe ich ja nur 2 Reihen Stäbchen gehäkelt und werde dann nach diesen 2 Reihen, hier unsere 2 Reihen, werde ich jetzt noch mal ein Muster drauf setzen. Ich habe ja vorher immer 3 gemacht, aber ich glaube, ich mache jetzt nur noch 2. Aber das werden wir sehen. Wenn ich nachher noch mal häkel, heute Abend wahrscheinlich, werde ich mal schauen. Oder vielleicht setze ich auch doch noch mal für die Symmetrie noch eine Reihe drüber, damit wir einfach symmetrisch bleiben. Ja, aber ich finde so, ihr seht es, der Verlauf ist wunderschön. Geht jetzt ins dunkle Grün über, vom Weiß ins hellere Grün, dann ins dunkle Grün. Ich finde, das macht diese Cotton Blend wirklich wunderbar mit. Die schluckt nicht die Farbe, sondern sie läuft einfach schön mit. Und dadurch ist die Decke schön dicht. Ist jetzt auch schon ein bisschen schwerer, aber genau das soll sie ja sein, denn sie soll ja warm halten. Und auch dann auf den Beinen oder auf dem Schoß, je nachdem, wo man sie sich hinlegen möchte, oder am Kreuzrücken, soll sie ja auch liegen bleiben. Ja. Wie ihr seht, es kam nicht viel dazu, weil ich die Wolle ja noch suchen musste oder suchen wollte. Ich hätte ja auch einfach eine andere nehmen können. Da bin ich sehr dankbar, dass ihr mir da mein Feedback gegeben habt und mich da gestärkt habt, dass ich das dann doch so mache. Und manchmal fällt da die Entscheidung schwer, und wenn man dann darüber liest und sich die Worte von anderen durch den Kopf gehen lässt, finde ich, dann erleichtert das immer noch mal ein bisschen alles. Deswegen bin ich da immer sehr froh, wenn ihr da meine Entscheidungen etwas beeinflusst. So, Maschenmarkierer ist versetzt. Ich lege sie gerade noch mal richtig hin, dass man sie wenigstens ein bisschen sieht. Und dann wollte ich euch noch ein neues Projekt zeigen. Ich habe gedacht, ich fange mal einen Stern an. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe mir schon wieder hier was aufgezogen. Ich fange einen Stern an. So, er startet hier, deswegen sieht die Seite ein bisschen unförmig aus, weil ich da gerade dran bin, wo noch mal eine Reihe drauf kommt, und wird immer weiter gemacht. Ich hatte mir überlegt, ob ich das nicht hinbekomme, dass ich da draus sozusagen eine Jacke kriege. Ja, also da oben nachher der Kopf und dann hier runter gehen für die Schultern und Arme. Dann legt sich hier oben das so ein bisschen mehr. Ja, aber muss ich mal noch gucken. Das weiß ich nicht, ob ich das so hinkriege. Ich habe mir jetzt so frischere Farben geholt, so mit dem Orange-Gelb. Das fand ich sehr schön. Da hatte ich mir einen Bobbel bestellt, und zwar habe ich euch auch schon ein Video zu gemacht, von den Unicatis Bobbel. Das war einmal das das ist das Schwesternherz, hat 1000 Meter, ist vierfach und 50-50. Das ist auch ein Etsy-Shop von der YouTuberin Katrinchen Kirschblüte. Müsst ihr mal schauen. Ja, ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Auch ganz, ganz, ganz tolle Anleitungen. Wirklich schön. Ein schöner Kanal. Ja.
Den hatte ich geholt. Ich wollte ihn eigentlich meiner Schwester schenken. Ja, eigentlich. Und jetzt ist er doch bei mir geblieben. Ja, daraus wird dann jetzt halt eine Jacke. Ich dachte, wir starten oder nehmen hier den Maschenmarkierer, der bei dem Bobbel dabei war oder dabei ist. Und markieren uns damit unseren Fortschritt. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich gleich mein Zettelchen dann auch nochmal da reinstopfe. Das wollte ich an der Schleife festmachen, damit wir den dann auch haben. So, der wird einmal hier festgemacht. Ich häkel das jetzt so lang, bis ich sozusagen hier meine Schultergröße habe. Also von einer Seite zur anderen Seite, von links zu rechts. Und dann werden wir mal schauen, ob wir daraus irgendwie eine Jacke gebastelt bekommen. Ich dachte, das ist ganz goldig. Mit so einem Zippelchen dann hier, der nach hinten läuft. Wie so ein kleiner Drachenschwanz. Vielleicht, ich weiß nicht. Das werden wir dann alles sehen. Das Ganze häkle ich mit einer 3,5er Nadel. Und so. Schauen wir mal gerade, dass wir den noch festkriegen. Na gut, das war nix. Das ist zu klein. Dann machen wir es hier dran. So. Jetzt kommt dann noch mal ein kleiner Knoten drauf, damit ich den Zettel einfach nicht verliere. Weil ich gehe auch immer hin und schreibe mir die Sachen, die ich gehäkelt habe, in mein kleines Notizbüchlein rein. Und da kommt dann auch immer diese Banderole sozusagen mit rein, damit ich weiß, mit was ich das gehäkelt habe. Mit welchem Garn. Ja. Und das waren sozusagen die Sachen, die ich dieses Mal oder in der Woche jetzt gehäkelt hatte. Ja, mehr war es leider nicht. Oder mehr. Ich finde es war gut, war schön. Es ist eine schöne Abwechslung dabei. Und ja, hält einen fit. Aber nur mit den Händen. Ja, da möchte ich mich bedanken, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Und würde mich natürlich freuen über einen Kommentar unter dem Video. Sehr, sehr gerne. Und lasst auch gerne ein Däumchen da, wenn ihr das möchtet und euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und dann hören und sehen wir uns nächsten Samstag. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Erholt euch oder arbeitet fleißig, je nachdem, wie euer Wochenende aussieht. Habt Spaß dabei. Bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.